Ja, neue Folge, neues Glück. Wir fangen an 5. Oh Mann. Okay, nochmal. Wir fangen an in 5, 4, 3. Wenn ich das in den Trailer schneide, gell? Der hat dann halt sowas gesagt wie, hier du Serbenbengel, geh mal wieder zurück in dein Land. Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt wieder die ganze Schule mitbekommen, gell? Wir müssen jetzt in die Pause gehen, wir es jedem erzählen. Ich meine, darauf können Sie Gift nehmen. Viele haben ja in koreanischen Firmen auch schon gearbeitet. Ja, hallo, ist da mal Schnee und dann lutschen. Das war so ein richtiges Arschloch. Ich habe mir dann nochmal weitere 10 Unterhosen gekauft. Ja, nach einer Woche sagt er, du bist doch dumm. Ich habe angefangen, so Zähne zu knirschen. Das vergesse ich ihm auch nicht. Ja? Also das werde ich ihm nie vergessen. Inni! Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Überraschend, dass wir uns jetzt hier gegenüber sitzen. Wie geht's? Gut, gut. Es ist ein neuer Abend. Wir sind ja beide hauptberuflich anderweitig beschäftigt. Ja. Und machen das ja jetzt hier Hast nach du viel dem Stress? Beruf. Im Moment, ja. Im Moment tatsächlich, ja. Ich habe in deinem Gesicht gesehen, du wolltest eigentlich, im Moment geht so, wolltest du sagen. Ja. Es ist schon ein bisschen stressig. Und vor allem, ich schlafe auch nicht so gut in letzter Zeit. Nee? Nee, da habe ich so ein bisschen Schlafprobleme. Und das macht das Ganze auch nicht viel einfacher, nee. Ja, ich schlafe immer wie ein Baby. Ja? Ja, schon die ganze Zeit. Das ist gut. Meine Freundin beschwert sich immer, dass ich immer in ihr Gesicht puste. So, Achso, im Schlaf meinst du? im Schlaf, ja. Die weckt mich immer so, kannst du in die andere Richtung pusten? Ja. Naja. Sehr gut. Heute würde ich gerne mit dir sprechen, weil wir haben ja beide, festgestellt, auch so einen ähnlichen Werdegang, ne? Ja. Und wir haben beide ja auch für Firmen gearbeitet und wir haben auch, sind ja auch beide in die Schule gegangen. Und ich würde gern das Thema bearbeiten. Fangen wir mal mit der Schule an. Erinnerst du dich an Lehrer, Lehrerinnen, die dich in irgendeiner Art und Weise geprägt haben, die so mega in deinem Gedächtnis geblieben sind, weil die komische Käuze waren, weil sie mega streng waren, weil es eine mega lustige Geschichte gibt zu denen, oder? Ja, das ist interessant. Also von der Schulzeit ehrlich gesagt nicht so. Nee? Nee, nicht so krass, die Ehrlich? mich geprägt haben, weil ich war auf Kriegsfuß eigentlich mit jedem Lehrer. Ja, okay. Ja, und wenn, dann habe ich eigentlich nur negative Sachen zu erzählen. Aber ich habe ja... Aber das ist ja auch in Ordnung. Ja, nee, aber es gibt einen Lehrer, der hieß Dorhoefer. Ja. Ja, okay, und ist jetzt erstmal nicht so lustig, aber... Der war mein Geschichtslehrer. Ja. Und der hat auch immer so, der hat die Basketball-AG geführt. Ne? Der war über 60 und der war topfit. Der hat mit uns jungen Spunden noch Basketball gespielt. Und der hat auch die Dreier immer ganz gut versenkt. Okay. Ja, und den hatte ich aber auch in Geschichte. Und der kam immer zu mir, weil ich war unterm Strich immer. Vor allem in Geschichte. Ne? Und der hat immer so gesagt... Das war mein Leistungsfach tatsächlich. Ehrlich? Ja. Selbst in meinen Leistungsfächern war ich unterm Strich. Und der hat bei der Notenvergabe mich mal gerufen und hat gemeint, hier Chong, ich gebe dir 5 Punkte, aber dafür übst du noch ein bisschen an deinem Sprungwurf. Ja. Okay. Und hat mir dann immer doch 5 Punkte gegeben. Also so ein bisschen aus Mitleid. Aber der war auch cool. Okay. Weißt du? Ja, der wollte mich eher motivieren, als mich zu demotivieren und mir eine schlechte Note zu geben. Ist ja fast so wie in Amerika, habe ich das Gefühl. So. Ja. Wenn du so gut im Basketball bist, kommt dann... Aber der war krass. Ihn so durch, der konnte 9 Sprachen sprechen. Echt? Ja, der hat auch gerade da in diesem Jahr, wo ich dann in der 12. Klasse war oder so, hat er Koreanisch gelernt. Echt? Ja. Wow, okay. Und also... Du weißt aber jetzt nicht, was aus ihm geworden ist. Nee, nach dem Abitur gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Aber krass, 9 Sprachen, Wahnsinn. Also auch so fließend, oder wie? Das weiß ich nicht. Also ich konnte mich auf 9 Sprachen nicht mit denen unterhalten. Weißt du auch welche? Nee, gell? Ja, ich weiß nur, dass er auf jeden Fall Russisch konnte, Deutsch, Englisch und Chinesisch konnte er auch. Was? Ja. Ehrlich? Und dann hat er Koreanisch gelernt und keine Ahnung, was er konnte wahrscheinlich noch Italienisch und Französisch und so den ganzen Kram. Ja, also würde sich ja anbieten, wenn man Geschichtslehrer ist. Genau, also, ja, genau. So Latein und so, ne? Genau, ja. Und du? Beeindruckend, ja. Also lustige Namen. Fällt mir jetzt ein Herr Hupe. Ja.
war mein Englisch-Leistungslehrer in der Oberstufe. Habt ihr auch so coole Spitznamen für ihn gehabt? Nee, tatsächlich, das hatten wir ja letzten Podcast irgendwann mal besprochen. Das war einer dieser Lehrer, der nie geschrien hat. Ja. Aber bei dem hat man einfach keinen Scheiß gebaut. Ja, okay, trotzdem Respekt gekriegt. Also. Ja, der war auch so von der Statur war der relativ imposant. Also er war schon älter, aber er war relativ groß, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also ich hatte ihn so immer so als relativ große Erinnerung. Nur sein Name war ziemlich scheiße, ja. Nein, nicht scheiße, aber tatsächlich lustig, ne? Ja. So Herr Hupe fand ich schon lustig. Und der zweite, das waren Lehrer, die Leute, die mit mir in derselben Schule waren, auch eine Legende unter den Lehrern. Nicht unbedingt im positiven Sinne. Ich bin aber super gut klargekommen mit ihm und er hieß Weihnacht mit Nachnamen. Herr Weihnacht, ja. Und der hat er auch selbst gesagt, politische Orientierung rechtskonservativ. Ja. Okay. Und der hat wirklich krasse Sachen gesagt, auch unter der Gürtellinie und so. Also wirklich, der hat übergewichtige Menschen beleidigt. Also, ne, so, du bist fett und du, hier isst doch noch ein Stück Torte oder sowas halt. Ne? Also wirklich die Leute fertig gemacht, teilweise die Leute auch dann geheult und so. Und bei ihm hat das aber etwas ausgelöst, wenn die Leute empört waren, beleidigt waren oder so. Da hat er erste recht weitergemacht. Der hat die dann jeden Unterricht, hat er die sich wieder rausgepickt. Ne? Ich weiß es nicht zu 100%, aber bei mir hat er es natürlich auch versucht. Also so vom Aussehen her hat er natürlich schon mal so, sag ich mal, eine Vorlage, wo er was sagen könnte, sag ich mal. Ja, ja, und ich habe ihm halt Kontra gegeben. Und der fand das aber cool irgendwie. Ja, aber solche Lehrer erwarten auch Konter teilweise. Ne? Ja, also gibt ja auch andere Menschen wieder, ne, die austeilen können, aber nicht einstecken können. Aber er fand das halt mega cool. Ja. Und alle anderen hat er, nicht alle anderen, aber ne, der hatte halt immer so seine speziellen Go-To-Schüler gehabt, die er dann halt fertig gemacht hat. Aber der hat wirklich krasse Sachen gesagt. Damals zu der Schulzeit war ja der Balkankrieg gewesen, hatten wir Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien. Und und einer meiner Klassenkameraden kam halt aus Kroatien. Ja, der war halt auch so wie ich, ne? Laut im Unterricht, Scheiße gebaut und wie auch immer. Und der hat dann halt sowas gesagt wie, hier du Serbenbengel, geh mal wieder zurück in dein Land. und wenn du hier nicht am Unterricht teilnehmen willst, dann geh doch wenigstens dein Land aufbauen. Also so Sachen hat er gesagt. Wenn ich das in den Trailer schneide, gell? Boah. Ja. Nee, der hat wirklich krasse Sachen gesagt. Ja. Okay, auch, oder so, was weiß ich, ein Mädchen mit afrikanischem Herkunft oder sowas, die nie ihre Hausaufgaben gemacht hat oder was. Und dann hat er halt gesagt, ey, gib mir mal jetzt die Telefonnummer von deinen Eltern. Ich sag deinen Eltern Bescheid. Und dann hat sie gesagt, wir haben gar kein Telefon. Ja, ist ja klar, im Busch hat man kein Telefon. so Sachen. Ja. Ja. Und wie gesagt, natürlich, also ich sag mal, natürlich ist dann die Reaktion so Empörung, ja, und so und regt sich halt drüber auf, was er gesagt hat. Und bei mir hat er halt auch so Sachen gesagt. Aber ich habe einfach gekontert, habe halt was dann zurückgesagt und dann war er ruhig. Ja, okay. Und hat dann auch so quasi anerkennend so geschmunzelt. Ja, wirklich. Und dann hat er mich in Ruhe gelassen. So, ne? Ja, alles gut. Und da ist tatsächlich ein super einprägsames Erlebnis. Ich bin zu spät gekommen aus der Pause. Und also ich bin so durch die Klassentür und ich merke so, es ist total der Aufruhr im Klassenraum. Ich habe aber nicht verstanden, so, keine Ahnung, ich habe es irgendwie nicht so realisiert und habe mich dann auf meinen Platz gesetzt und dann schaue ich so hoch und dann habe ich gesehen, warum so ein Aufruhr war. Es lief ein Porno auf dem Fernseher. Ja. Also wollte halt irgendwie so eine Geschichtsdokumentation anschauen. Und damals bei uns in der Schule war das so, es gab so eine Zentrale, wo, keine Ahnung, 10, 20 Videorekorder standen. Und dann hat man quasi mit Lautsprecher dann mit so einem, sagt man, das war wie so in der Wand integriert, so ein Mikrofon. Und dann hat man gesagt, ja, hallo, jetzt können Sie bitte das Video starten. Dann hat dann der Hausmeister ein Video gestartet. und das ist kein Witz, das ist wirklich kein Witz. Der hat das halt anscheinend gesagt, so hier, bitte jetzt Video starten. Und dann lief ein Porno. Und als ich hochgeschaut habe, war er halt so an der Wand am Mikro und hat halt so, hallo. Und weil der konnte es halt nicht stoppen, weil das war halt, wie gesagt, zentral gesteuert. Und es lief halt die ganze Zeit dieser Porno halt, ne? Und dann, natürlich, ich habe mich halt kaputt gelacht, ne? Ich habe total gelacht, ja. Und irgendwann ist das Ding halt gestoppt und dann
hat er dann so zu mir gesagt, weil ich halt wirklich habe am lautesten gelacht, glaube ich. Und er gemeint, ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt wieder die ganze Schule mitbekommen, gell? Du wirst jetzt in die Pause gehen, wir es jedem erzählen. Ich meine, darauf können Sie Gift nehmen, dass ich es jedem erzählen werde. Natürlich, jetzt sage ich es auch im Podcast, ja. Nee, ey, das war der Hammer, wirklich. Ja. Und ich weiß nicht, manchmal hat man hat ja öfter mal so einen Film geguckt oder Doku, also irgendeine Videokassette, die damals, also für die Jüngeren da draußen Videokassette ist, so eine Kassette. Ich weiß auch nicht, ob ihr wisst, was eine Kassette ist, ja, auf jeden Fall. Das ist so ein Medium, wo was aufgenommen worden ist, was man in einen Rekorder gesteckt hat und dann ist der Film abgelaufen. Streaming und sowas gab es damals nicht, ja. Anyways. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Ich habe dann immer gedacht, so, ey, vielleicht ist dann irgendwie so ein peinliches Video. Ja. Oder so ein falsches Video oder sowas. Oder? Ja. Da hat man doch immer mal so gedacht, so als Schüler, ne? Ja. Ey, und dann war das wirklich in der Oberstufe, war es dann so weit, es war ein Porno, ja. Da gibt es sogar noch eine Seitenanekdote. Das waren die Sommerferien gewesen und damals gab es Videotheken, ja, auch für die Generation. Das gibt's nicht mehr. Ich habe in so einer Videothek gearbeitet, Alter. Ehrlich? Ja, okay. Cool. Als ich 16 war. Ja, auf jeden Fall, das war dann so, das war so mit und kennst ja noch, ne? Ja. Und wir waren beide Jungs, die nicht irgendwie in die Ferien, in den Urlaub gefahren sind oder sowas, sondern wir waren halt die ganze Zeit zu Hause. Wir waren ja quasi Nachbarn und dann haben wir fast jeden Tag miteinander abgehangen. Und eigentlich war ich immer bei ihm gewesen und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch schon einen Führerschein, deswegen sind wir mit dem Auto dann immer in die Videothek gefahren und haben uns Videos ausgeliehen, so. Und ja, nach 6 Wochen, du hast schon alles durch, ja, weißt überhaupt nicht, was du gucken sollst. So. Und dann gab es den Film, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, mit Mel Gibson in der Hauptrolle, Was Frauen wollen. Ja, das kann sein. Ja, wo der so die Gedanken der Frauen hört. Genau, ja. Also. Ja. Naja, auf jeden Fall, der soll ganz lustig sein, komm, dann nehmen wir den mit. Und dann sind wir nach Hause gekommen und dann fragt so die Mutter, was habt ihr denn ausgeliehen? Ja, den Mel Gibson-Film, Was Frauen wollen. So, wenn es euch nichts ausmacht, würde ich gerne mitgucken. So, ja, klar, kein Problem. So. Ich weiß, was kommt. Oh, der Titel verrät das schon so ein bisschen, ja. Gell? Auf jeden Fall. Ja, wir machen das rein. Ey, das ist auf einmal das ist ein Hardcore-Porno halt, ne? Ja. Der halt, was Frauen wollen. Ey, das war so peinlich, ey, das war so unangenehm. Ich habe auch ich habe mit 16 in der Videothek gearbeitet. Ja. Das war mein erster Nebenjob. Da hat sich mein Vater auch voll drüber aufgeregt, weil eigentlich hat er sich ja nie interessiert für Sachen, die ich gemacht habe. Ne? Und dann habe ich einen Job gehabt und der hat es lange nicht gecheckt. Und dann hat er es gecheckt und dann hat er gemerkt, dass ich in der Videothek arbeite. Und in der Videothek gibt es ja immer diese 18-Abteilung. Und ich habe mit 16 dort gearbeitet. Ja. Und der Typ hat mich eigentlich eingestellt, gemeint, du darfst eigentlich in den hinteren Bereich nicht rein, aber ich stelle dich ein für den vorderen Bereich. Ja. Aber ja, du weißt du, Asiaten sind gut auf der Arbeit so und dann hat er irgendwann gesagt, ja, mach hinten auch alles. Und dann Asiaten sind grundsätzlich alle gut. Die sind gut in sowas, ja, die sind gut, gewissenhaft in sowas. Dann hat er mir einfach den Laden gegeben und hat dann gemeint, so hier, mach mal und so, ne? Ja. Und dann habe ich hinten die ganzen Videos sortiert und so Scheiß, habe ich auch alles gemacht. Das war höchst illegal. Ja. Früher musstest du für Entertainment bezahlen. Heute hast du es einfach direkt vor deiner Fresse. Musst du ja auch bezahlen. YouTube doch nicht. Nee, YouTube nicht, okay, aber so also Streamingdienste, Netflix und... Ja, das auch. Ja, das ist ja schon. Aber du kannst auch Piraterie betreiben. Ja? Auf irgendwelchen Seiten. Ehrlich? Wusste ich nicht. Wie du dich rausfindest, komm schon, ey. Hä? Ja, nee, also auf jeden Fall da so in der Schulzeit, das war so für mich der Herr Hupe. Ja. Und der Herr Weihnacht. Eigentlich lustig, dass beide auch noch so einen einprägsamen Namen haben. Ja, und dann, aber da hast du dann sowas dann in der Arbeitswelt, wo du sagen kannst, ey, das ist der Chef oder der Mitarbeiter, der Kollege. Aber guck mal, das geht ja genauso, ja. Also es geht ja vielen Koreanern auch so. Die haben ja alle viele haben ja in koreanischen Firmen auch schon gearbeitet oder arbeiten jetzt gerade ne, in einer koreanischen Firma. Und ich habe ja meine Arbeitswelt erst mit einer koreanischen Firma kennengelernt. Okay. Ne? Und ich war bei Hyundai International. Hyundai für die Nicht-Koreaner. Hyundai, genau. International. Das war so, das hat überhaupt nichts mit Autos zu tun. Wir haben Handel betrieben. Wir haben von A gekauft und nach B verkauft. Ja? Und ich war für Stahl zuständig, sozusagen. Ja? Und mein Chef, Alter, das war so richtig Military-Style. Ne? Okay. Das war so, der hat so weißt du, im Vertrag stand 8 Stunden. Ja. Der hat dich schon komisch angeguckt, wenn du erst um 8 auf die Arbeit gekommen bist und statt um 7:30, so wie er. Ja. Und dann hat er um 17 Uhr seine Patrouille gemacht und hat jedem so Feedback gegeben und hat noch so extra Aufgaben verteilt, einfach nur, um sicher zu gehen, dass die um 17 Uhr nicht gehen. Ja, es war halt einfach ein Wichser.
Ja. So, ja, also kein netter Mensch. Der hat wirklich mein Leben richtig durchgenommen. Aber gibt es auch so eine Geschichte so, wo du sagst so, ey, damit hat der so wirklich den Vogel abgeschossen? Ja, nicht wirklich. Also so, ich glaube, ich habe viele Geschichten einfach verdrängt. Ja. Aber eine witzige Story aus der Zeit ist, zeitgleich mit mir ist noch so ein anderer dazugekommen. So, ne? Der war so Yuak-Sang, also in Korea geboren, war so ein paar Jahre in Deutschland erst. Und ich habe Stahl verkauft und er hat so Powerplantagen verkauft. Ja. Damals an Siemens verkauft, auch erfolgreich, richtig viel Geld. Und er musste so den Transport musste er so festlegen und es war so Winter. Die musst du so mit extra Bescheinigungen und was weiß ich was, musst du die halt transportieren. Ja. Und die kommen ja alle in Antwerpen an, dann werden die da verfrachtet und dann werden die zum Kunden geliefert. Ja. Und er hat dann mit der Logistikfirma telefoniert und in der Logistik sitzen ja auch nicht immer die hellsten Birnen so, ne? Und Ey, ich habe auch meine Logistik. Entschuldigung. Aber ey, also mit denen, die wir gearbeitet haben, das war nicht oft die hellsten Birnen so auf jeden Fall. Und der ist ja Koreaner, spricht sehr wenig Deutsch. Ja. Und er hat damals so versucht, ihm am Telefon beizubringen, so ey, wenn es so Winter ist, ja, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, wir müssen halt dafür sorgen, dass die Powerplants auf diesen LKWs richtig angebracht sind, damit die nicht so hin und her rutschen. Ja. Und was er am Telefon gesagt hat, ist, ja, hallo, ist da mal Schnee und dann lutschen. Und der Typ am Telefon gegenüber, was? Lutschen? Er hat das so mehrfach gesagt. Das ganze Büro ist unter den Tisch, ja, vor Lachen. Und dann hat er mich so gerufen, so, ey, kannst du das so bitte erklären? Dann habe ich ihm das so erklärt und ja, und dann, das ist so eine witzige Anekdote dabei. Aber dieser besagte Chef, der hat nicht nur mich terrorisiert, sondern auch diesen Typen. Und wir haben damals zeitgleich unsere Kündigung auf den Tisch, weil wir gesagt haben, so, ey, der ist so ein Tyrann, wir müssen dem so eins auswischen. Und wenn wir beide weg sind, dann hat er es erstmal schwer. Und deswegen haben wir beide zeitgleich unsere Kündigung auf den Tisch gelegt. Das war so ein bisschen so die Story. Und du warst ja auch in einer koreanischen Firma. Ja, meine erste koreanische Firma, für die ich gearbeitet habe, war eine Fluggesellschaft, eine koreanische. Und der Regional Manager von dieser Firma, und ich habe im Sales Office gearbeitet, also nicht am Flughafen, sondern im Stadtbüro. Ja. Und der Chef dieses Stadtbüros oder beziehungsweise des gesamten Standorts Frankfurts war halt eben auch mein Vorgesetzter und der war nett. Richtig, das war so ein richtiges Arschloch. Ja. Also ich glaube am Tag so 50 Tagträume gehabt, wie ich ihm wehtue. Weil der war wirklich nicht mehr normal im Kopf. Also der hat Sachen, ich könnte stundenlang, ich könnte ein Buch schreiben über den, was der für Sachen gebracht hat. Ehrlich? Ja. Also so ein Beispiel, du weißt ja, dass man in der Airline, man kann ja Standby fliegen. Ne? Ja. Und der wollte an Ostern, also in der Woche von Ostern, wollte er mit seiner Familie nach Rom. Standby. Ja. An Ostern. Ja. So. Und da habe ich da habe ich schon gesagt, so, ich glaube, das kannst du vergessen. Da meinte er, warum? Es ist Ostern. Ja und? Also kennst du doch so, ne? Ja. So, nein, gibt's nicht so, ja. Also was habe ich gemacht? Ich habe, ich glaube, fast den ganzen Tag habe ich eine Airline nach der anderen angerufen. Also die Bekannten, die halt nach Rom fliegen. Damit er privat fliegen kann. Damit er seinen Urlaub mit seiner Frau und seinem Sohn in Rom verbringen kann. Und ich habe halt nur Absagen kassiert, logischerweise. Ja, und dann bin ich halt am Ende des Arbeitstags, habe ich gesagt, das hat nicht funktioniert. Und da war er halt mega sauer gewesen. Ne? So, das verstehe ich nicht, wieso nicht und wie auch immer. Ich meine, zum 125.000 Mal ist Ostern, Mann. Das ist der größte Feiertag, den es für Christen gibt. Und auch noch in Rom. Ja, stimmt. Auch noch nach Rom, so von allen Orten. So, ja, ey, wirklich. So war der. Das war so, der hat immer es geschafft, die unmöglichen Sachen zu fordern und dich echt zu Weißglut getrieben. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob er genauso ignorant. Ich glaube wirklich, dass er so ignorant war. Ich glaube, das ist auch echt ignorant. Ja. Weißt du, es ist so dieses Weißgluttreiben, das ist manchmal so ich erinnere mich noch, damals. Ja.
der Typ, ne, von dem ich eben gerade gesprochen habe, mein Vorgesetzter, der kam nach Deutschland und ich war halt schon da in dieser Firma. Ne? Und ich war aber weil er Stahl gemacht hat, war ich so sein direkter Untergebener sozusagen. Ja. Und der kam hier in Deutschland an und du kennst in Korea, ist ja alles, geht ja voll schnell. Ja. Und meint er so zu mir, kannst du bitte Internet bei mir zu Hause? Ich habe genau die gleiche Geschichte. Ja. Ich habe genau die gleiche Geschichte. Und ey, du meldest es an. Das dauert einen Monat, weißt du? Und nach 2 Tagen kommt er, warum kommt er nicht? Ja. Nach 3 Tagen sagt er, warum kommt er nicht? Und ich sage mir so, ey, in Deutschland dauert es ein bisschen länger. Nach einer Woche sagt er, du bist doch dumm. Du bist doch total unfähig, weißt du? So Sachen. Und dann unterstellt er dir das, bis er dann selber versteht, wie das ganze System in Deutschland läuft, weißt du? Das meine ich ja, das ist ja auch so ein also er verlangt ja was Unmögliches. Ja, genau. Es ist halt in Deutschland so, ja, aber er akzeptiert das nicht. Ja? Und wer kriegt's ab? Das bist dann halt du. Ja, oder du. Weil wir halt damit beauftragt worden sind, Internet für seine private Wohnung irgendwie zu organisieren. Ja? Und das ist halt, und wie gesagt, ich habe hunderte Geschichten, die genauso abgelaufen sind. Ja? Das ist auch so ein Unding. Ich sollte von seinem Firmenwagen die Winterreifen drauf machen lassen. So, ist eigentlich auch, ey, was soll das? Ja? Aber okay. Erstens überhaupt, dass er dich schickt, gell? Aber okay, ich bin mit dem Auto dann zu Pitstop gefahren. So, pass auf, genau. Er hatte gesagt, es müssen spezifische, also er hat die Marke genannt, der Reifen, und die müssen spezifisch da drauf. Und dann habe ich ja, alles klar. Ich habe bei der Firma angerufen, wo ich den Reifenwechsel angemeldet habe, habe gesagt, hier, ich brauche die Reifen. Dann alles klar, kaufen wir ein, sind nächste Woche da. Ich rufe sie an und dann wenn sie da sind, und dann können wir einen Termin ausmachen für den Reifenwechsel. Gut. Dann hat er mich angerufen und hat gesagt, die Reifen sind da, wir hätten folgende Terminvorschläge. Alles klar. Ich fahre mit dem Auto hin, und das war so, die mussten die Reifen von den Felgen abmachen und dann auf dieselben Felgen quasi die neuen Reifen drauf. Also es war jetzt nicht einfach, dass die abgezogen haben. Zack, ja. So, also das hat ewig lang gedauert. Dann fährt das Auto raus und dann sehe ich, das sind ganz andere Reifen. Ja? Und dann sagt mir der Typ halt, ja, die sind irgendwie doch nicht gekommen, deswegen habe ich ihnen teure Reifen drauf gemacht, also qualitativ höherwertige. Ja. Und dann aber ich kenne ja meinen Chef. Ja. Und da habe ich dann, ich weiß nicht, das hätten Sie mir vorher sagen sollen, warten Sie mal bitte ganz kurz, ich rufe kurz mal meinen Chef an. Dann habe ich ihn angerufen und natürlich. Was, wieso und warum? Ich habe doch extra und ich dann, warum hast du das nicht überprüft? Der hat mich angerufen und hat gesagt, die Reifen sind da, dann bin ich hingefahren und dann, was hätte ich da anders machen sollen? Ne? Egal. Dann, nein, alles wieder rückgängig, Auto wieder reinfahren, hochbocken, Reifen abziehen, Sommerreifen wieder drauf. Ich bin mit den Sommerreifen wieder zurück ins Büro gefahren. Dann hat er mich natürlich wieder zurück in sein Büro zitiert und hat gemeint, ey, so erklär mir jetzt genau, was passiert ist. So. Und ich erkläre ihm den Hergang und dann sagte er, ja, und genau deswegen, wenn aus dir was werden, wie sagt man? Wenn aus dir was werden soll. Ja, wenn aus dir was werden soll. Wenn aus dir was werden soll, dann darfst du den Menschen um dich herum nicht vertrauen. Du musst immer prüfen. Und nachdem du geprüft hast, musst du nochmal prüfen. Und das erklärt auch, so wie er getickt hat. Ja. Die krasseste Nervensäge, wirklich. Und wie gesagt, 50 Mal am Tag wollte ich ihm wehtun. Ja? Wirklich. Und es ist nicht übertrieben so. Und dann hat er gesagt, so, ja, du hättest vorher, als du dann angekommen bist, hättest du dir die Reifen zeigen sollen, die er drauf machen soll. Ja. Und nachdem er sie drauf gemacht hat, musst du noch mal gucken, ob das wirklich die Reifen sind. Okay. Alles klar, tut mir leid, ich bin ein Idiot. Ja, so. Also, und das hat er wirklich, und er hat mich wirklich, nachdem ich, glaube ich, schon 5 Stunden oder so weg war, habe ich wirklich 2 Stunden lang eine Standpauke bekommen, wegen diesen scheiß Winterreifen. So, das ist jetzt nämlich auch so eine Sache, ja. Was mir auch sehr oft passiert ist, gibt er dir so eine ekelhafte Aufgabe, ja? Privat. Ja. Du gehst raus, 4, 5 Stunden, vielleicht auch 6, manchmal auch die unmöglichsten Dinger. Du machst es möglich, kommst nach Hause oder kommst ins Büro, also bist da so, dann er schon langsam Zeit zum nach Hause gehen, er packt seine Sachen, geht nach Hause und du sitzt dann so da und machst so das Nötigste. Ne? Ja. Am nächsten Tag kommst du ins Büro, dann fragt er dich, warum ist das und das nicht getan? Ja, und hält dir dann so eine Standpauke, dass ich auch gefälligst gewissenhaft meine Arbeit machen soll. Weißt du? Ja. Nachdem er mich den ganzen Tag vorher rumgescheucht hat, sagt er mir, dass ich meine Arbeit nicht richtig machen will. Das ist doch, weißt du?
Ja, ich meine, wie gesagt, das sind so, also ich glaube, das ist so dieser Typ Mensch, der komplett unnötig ist. Ey, noch eine krassere Story, ja. Ich bin ja dann von Hyundai zu LG, ja. Und habe dann dasselbe Konzept dort gemacht. Also ich habe Stahl verkauft dort, ja. Die haben mich dann so gescoutet sozusagen, so, weißt du. Da habe ich auch letztendlich gekündigt, wegen einem Grund. Und zwar habe ich da wegen den Monatsabschluss, habe ich dort sonntags die Nacht durchgemacht. Ja. Weißt du, ich kam dann noch extra, ich habe Freitag alles Mögliche gemacht, bis 11 Uhr gearbeitet, nicht geschafft. Dann habe ich gedacht, okay, das Wochenende nehme ich mir frei, am Wochenende in Korea arbeitet sowieso keiner. Dann bin ich sonntags ins Büro, abends, nach dem Abendessen so, und dann habe ich halt gearbeitet. Und es war so viel, dass ich so bis 5 Uhr morgens gearbeitet habe. Okay. Ja. Und weil es dann schon 5 war, habe ich mir gedacht, so, ey, weißt du was, bevor ich jetzt noch eine halbe Stunde nach Hause fahre, lege ich mich jetzt hier aufs Sofa. Ja, und dann, wenn die Ersten kommen, dann werde ich ja sowieso wach und dann kann ich einfach weiterarbeiten. Ja. Und dann kam mein damaliger Chef ins Büro, der guckt so, was los? Da habe ich gemeint, ja, ich habe so die Nacht durchgemacht und habe dann hier den Monatsabschluss irgendwie noch über die Runden gebracht. Ja, das bedeutet aber nicht, dass du keinen Anzug tragen musst. Ohne Scheiß. Und dann hält er mir eine Standpauke, dass ich nicht konform gekleidet bin, weißt du, auf der Arbeit. Da habe ich echt voll die Nase voll gehabt. Guck mal, ich arbeite das Sonntag die Nacht durch für ihn, weißt du, ich meine. Ist noch nicht mal so, dass ich irgendwie mehr Geld kriege oder so oder Überstunden bezahlt bekomme. Und dann macht er mich an, weil ich keine Anzug trage. Dieses keine Wertschätzung. Ja, ignorant sein einfach. Und auch alles so für selbstverständlich zu erachten. Ich glaube, da kann ich auch recht viele Geschichten drüber erzählen, so wie, deswegen war das so interessant, weil ich wusste, dass du auch diese Erfahrung gemacht hast, wo du so stundenlang gearbeitet hast, wo du über 120 Stunden in der Woche abgeliefert hast. Und wenn es dann darum ging, dass du dann mal was gefragt hast, ob du was bekommen könntest, wie zum Beispiel, wie sieht's denn aus, ich bin auf Geschäftsreise 3 Wochen am Stück. Wie läuft denn das eigentlich mit der Wäscherei? Also kann ich dann meine Sachen in der Hotelwäsche abgeben? Solche Sachen habe ich sogar noch gefragt. Andere würden es einfach machen, weil es selbstverständlich ist. So, ne? Aber ich war halt so dumm, das zu fragen. Und dann wird einem halt gesagt, nö. Du musst dafür sorgen, dass du, da habe ich mir wirklich, ich habe mir dann nochmal weitere 10 Unterhosen gekauft, damit ich 21 Unterhosen habe. Nee, echt jetzt? Ja. Alter. Und das wahrscheinlich auch noch von deinem eigenen Geld. Ja, natürlich. Also lauter so Sachen, ne? Sowas ist passiert oder das war übrigens ein anderer Chef, das nicht, ich hab mehrere solche Erfahrungen gemacht mit schlechten Chefs, die einen extrem ausgenutzt haben. Ja. Und, das aber, weißt du, was ich dann aber schade finde eigentlich? Das sind ja so diese Leute, die so Jungs wie dich und mich ausnutzen. Obwohl du eigentlich total den Vorteil hast für die. Weißt du? Du sprichst Deutsch, du sprichst Englisch, du sprichst Koreanisch. Weißt du? Und trotzdem aber da hast du es gibt ja diese Denkweise, dass heute bist du ein Deutscher und deswegen ist das zum Nachteil für dich. Ja, und am nächsten Tag bist du Koreaner und deswegen ist es zum Nachteil für dich. Genau, ja. Also es wird immer das Schlechteste von dir genommen, quasi. Und das ist halt, und das verstehe ich halt auch nicht, ja. Weil es war ja nie mangelnder Einsatz oder so, ja. Es war ja immer so, ich habe immer Gewehr bei Fuß gestanden, ich habe immer meine Projekte erfüllt und so weiter. Aber es hat mir nichts gebracht letztlich. Ja. Also mir persönlich nicht. Ich bin nicht aufgestiegen, ich habe nicht mehr Geld dafür bekommen. Es wurde immer nur draufgehauen. Aber das und das hast du nicht gemacht. Genau. Ja, und das hast du nicht gemacht. Oder wenn du es nicht gemacht hättest, hätte es jemand anderes gemacht. Ja, aber hat kein anderer gemacht, Mann. Hat kein anderer gemacht. Ich war Samstag, Sonntag am Arbeiten. Ja. Ich habe 140 Stunden in der Woche gearbeitet. Hat kein anderer gemacht. Ja? Und es war jedes Mal, es gab immer einen Grund, eine Ausrede, mir noch eine auszuwischen. So, ne? Oder sowas wie, du bist zu laut, du fluchst zu viel. Ja? Also wenn ich so unter Strom stehe und ich genervt bin, dann fange ich auch an, so vor mich hin zu fluchen. Oder der Hörer vom Telefon geht mal ein bisschen härter auf die Gabel oder was. Ja, du bist zu laut, du schüchterst deine Mitarbeiter ein und die Lieferanten und Kunden haben keinen Bock mehr auf dich und so. Okay, krass, alles klar. Halbes Jahr später, Halbjahresgespräch, was ist denn los mit dir? Du fliegst so unterm Radar, man bekommt nichts mehr von dir mit. So, hä?
Verstehst du, was ich meine? So, es wird immer ausgelegt, wie es für die besser ist. Immer ist es irgendein Scheiß, ja. Und das war ja wirklich, das war ja systematisch so. Ja? So, es wurden auch einfach Sachen behauptet. Ja? Also wie zum Beispiel, deine Kollegen haben Angst vor dir. So, hä? Ja, weil du so rumfluchst und immer so laut bist und so herrisch bist und so. Die haben alle keinen Bock mehr so auf dich und so. Was er aber unterschätzt hat, ist, dass ich ein wirklich gutes Verhältnis zu meinen Arbeitskollegen hatte. Okay. Und für mich war das so, ey, ich will das klären. Also was habe ich gemacht? Ich habe die zusammengetrommelt und habe gemeint, ey, mir ist gerade Folgendes vorgeworfen worden. Stimmt das? Ey, und natürlich alle so, hä? Nee. Also weißt du, das ist so einfach mal irgendwas gesagt, um mich klein zu halten oder sowas. Ja? Und es sind lauter so Sachen passiert. Und das sind halt auch so, das passiert halt auch mit Leuten, wo man das auch nicht erwarten würde. Ja? Zu denen du vielleicht sogar auch aufgesehen hast in der Vergangenheit, wo du gesagt hast, boah, ey, das ist so ein Nonplusultra-Mensch, so, den finde ich voll cool. Und der behandelt dich dann plötzlich so. Und ich bis heute nicht weiß, warum. Ich weiß nicht, was ich ihm angetan habe. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Ne? Und jetzt, okay, mittlerweile, ich bin ja drüber hinweg und so, aber ich habe wirklich lange gebraucht, das zu verarbeiten, wirklich. Weil ich habe auch monatelang nicht schlafen können, wirklich Schlafstörungen gehabt, ich war total gestresst. Das ist auch nicht gesund. Ja, ich habe angefangen, so Zähne zu knirschen und es war wirklich eine ganz, 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 ganz schlimme Zeit. Über Jahre war das so, ja. Das vergesse ich ihm auch nicht. Ja? Also das werde ich ihm nie vergessen. Aber weißt du, was ich da nicht verstehe? Auch? Ich meine, wir haben ja ähnliche Erfahrungen gemacht mit koreanischen Firmen. Ja. Ich verstehe nicht, viele meiner Freunde arbeiten immer noch in einer koreanischen Firma. Ja? Und wir sind ja jetzt schon über 40, weißt du? Ja. Und das sind ja schon fast 15 Jahre. Ja. Ne? Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es mir so schlecht ging und denen so gut, dass sie halt so lange da bleiben. Weißt du? Also ich sag mal so, das, was ich erlebt habe, das habe ich 6 Jahre über mich ergehen lassen. Ja. 6 Jahre. Und das ist schon lang, wenn einem 6 Jahre so eine Scheiße widerfährt. Ich habe gekündigt und es ist mir extrem schwer gefallen, weil ich habe mir in 6 Jahren ein Standing erarbeitet. Also ich wusste genau, was mein Kunde will. Ne? Ich wusste genau, wie ich mich zu bewegen habe, damit das allen Leuten gefällt und so. Ja. Ne? Auch in der Firma selbst. Ne? Wie ich vorhin schon gesagt habe, das Kollegium war super gewesen. Wir haben uns extrem gut verstanden. Und das war halt so das, was mich da behalten hat. Ja? Und es ist auch so die Macht der Gewohnheit. Ne? Man möchte, also so ist ja der Mensch. Ja, klar. Man möchte nicht wieder neu starten und man tut sich dann immer schwer damit, mit dem Gedanken, so jetzt das alles wieder neu aufbauen und so weiter. Und das hat mich wirklich 6 Jahre lang dort gehalten. Total dumm, ja. Also am Ende des Tages, weil ich habe dann gekündigt und das war so eine Erleichterung letztlich, nachdem ich gekündigt habe. Und ich habe mich dann wirklich lange Zeit gefragt, so warum zum Teufel habe ich so lange gewartet? Das habe ich mich auch gefragt. Ja. Ich habe ja auch 5 Jahre lang das gemacht. Ja? Und 5 Jahre lang war das wirklich die Hölle. Ja. Das war so wie als so montags sich eine Maske aufsetzen und dann so Hauptsache durchhalten bis irgendwie Freitag und dann halt Glück haben, wenn dich dann am Wochenende keiner anruft. Ja? Weil ich habe ja dann auch noch ein Handy von der Firma gehabt. Ja. Und das war dann so, ich habe einmal habe ich Ärger gekriegt. Guck mal, der Chef gibt mir ein Handy. Ja, und ich denke mir so, cool, ich habe jetzt ein Handy. Ich hatte dann 2 Handys. So, ne? Und ich habe sowieso die ganze Zeit gearbeitet. Ich war auch die ganze Zeit unterwegs, weil ich habe in Sales gearbeitet. Wir haben so in Osteuropa viel verkauft. Ja? Den Monat war ich irgendwie 20 Tage unterwegs. Ja? Und dann kam ich irgendwann wieder, ruft er mich. Hier, komm mal her. Und dann zeigt er mir so die Handyrechnung. So, ne? Damals war ja noch so alles aufgeschlüsselt. Das war ja nicht so Flatrate oder so. Ne? Und dann so, diese eine Nummer, wer ist das? Das war damals meine Freundin. Ja. Ganz ehrlich, wenn ich im Ausland bin, weißt du, wenn ich irgendwo in Rumänien unterwegs bin, rufe ich nicht von meinem Telefon an. Was ein Typ, ey. Hat er nichts Besseres zu tun, als so die Handynummer zu checken oder was? Wahnsinn. Boah, Alter, ey, weißt du? Und dann und dann meinte er so, ich glaube, es ist besser, wenn du dein Telefon abgibst. Und ich so, was? Ja. Die ganzen Kunden rufen da drauf an und bla bla so, ne? Und das war sehr nett von dem. Ja. Nee, aber genau, aber das meine ich halt mit Menschen, die unnötig sind, ja. Genau. Und der gehört da garantiert auch dazu, ja. Und das ist halt. Weißt du, was ich auch gehasst habe? Ja. Heshik. Warum?
weil ich keinen Bock auf diese Leute hatte. Ach so, auf ja, den Chef okay, und so, weißt du, ich meine, okay. auf den Chef hatte. Ja. Und der Chef hat dich gezwungen, mit ihm zu saufen halt, ja. Ja. So nach dem Motto, ich weiß, ich war scheiße zu dir, aber wir trinken jetzt und vergessen das. Ja, genau. Halt's Maul. Und dann grinst du ihm so, halt's Maul und trinkst dann halt mit dem, weißt du? Ja. Und dann gibt es mal so Tage, wo du dann halt wirklich keinen Bock hast. Ja? Und dann sagst du so, nee, ich will jetzt ein bisschen früher nach Hause gehen, ich muss schlafen, was weiß ich was, ja. Dann ist er beleidigt. Ja. Und am nächsten Tag merkst du, dass er beleidigt ist. Ja. So, ne? Und behandelt dann denjenigen, der dann da mit dem gestern getrunken hat, besser und mobbt dich dann so ein bisschen, so, weißt du, ich meine. Das ist so, diese ganze Arbeitskultur. Das ist so dieses Oldschool-Koreanische. Ja, voll. Ja. Das hatte ich ja mit der koreanischen Fluggesellschaft auch öfter, dieses Geschäftsessen Höschik, ja. Und das war, ja, weil ich ihn auch so gern hatte, fand ich das natürlich auch immer super, wenn er gesagt hat, wir gehen essen und trinken. Du sagst Geschäftsessen so nett, weißt du, ich würde so, weißt du, du musst den bespaßen, den Chef. Ja, genau. Das ist eigentlich Bespaßen vom Chef so. Ja. Weil seine Familie noch in Korea ist oder so, oder er keine Freunde hat hier. Oder er keinen Bock hat, nach Hause zu gehen. Ja, genau. Ja. Das ist so, Ja, auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst, ja. Dann keinen Bock jetzt die Freizeit, die ich jetzt eigentlich hätte, mit diesem Spaß noch zu verbringen und so, ne? Verstehe ich vollkommen. Aber es gibt ja auch, also es ist ja nicht immer nur negativ, ne? Wenn du dich halt mit den Leuten gut verstehst, mit denen du zusammenarbeitest, dann ist es natürlich cool, weil das ist halt auf Firmenkosten kannst du ja einen wegmachen. So, ja. Ist ja auch nicht verkehrt so, ja. Aber ja, wenn es dann halt so ein Typ ist, so ein Narzisst, der jetzt alles muss sich jetzt auf mich fokussieren, das Geschäft, dann ist es natürlich scheiße. Aber so war halt auch mein damaliger Chef genauso. Ja. Den habe ich echt gern gehabt. Ja. Ey, Mann, Alter, ey. Ja. Diese Storys, da könnte man sich echt den Mund vorstellen. Ja, aber lustig, ey, weil am Anfang hast du gesagt, nee, eigentlich nicht so, keine Geschichte und jetzt ja, aber, weil weißt du, das ist so tief vergraben, ne? Und immer so, wenn ich drüber nachdenke, kommt immer so ein Ding nach dem anderen, kommt dann so hoch und denkst so, Alter, das habe ich auch erlebt und das habe ich auch erlebt und so, ne? Und weißt du, was bei mir halt krass ist? Mich hat das wirklich lange Jahre beschäftigt, ne? Ja. Und ich könnte schwören, dass bis vor ein paar Jahren ich noch wie aus der Pistole geschossen eine Story nach der anderen hätte rausfeuern können und die ganze Podcast hätte jetzt einfach nur darum gehen können. Ja. Aber ich glaube, ich habe es verarbeitet. Ja, das herzlichen Glückwunsch. Wirklich, ich glaube, ich habe es verarbeitet, weil mir sind jetzt sogar so diese Stories gerade so ein bisschen schwer gefallen zu erzählen, weil ich sie nicht mehr so ganz zusammenbekommen habe. Ja. Und wie gesagt, bis vor kurzem wäre das undenkbar gewesen. Ja. Ja. Das geht mir genauso. Und deswegen habe ich gesagt, so, ich glaube, ich habe gar nicht so viele Storys. Ja. Aber ey, das kommt... Ja, dann tut es mir leid, dass ich da wieder so gegraben habe. Nein, ist ja schon verarbeitet. Ist ja auch so, weißt du, ist ja auch egal, kann man ja auch rauskramen. Aber ey, das waren schon... Aber weißt du was? Ja. Ich habe ja dann mein eigenes Unternehmen gegründet. Mhm. Ja? Du bist eine deutsche Firma dann, gell? Oder war das? Ja, genau. Ich habe ja dann ein Unternehmen gegründet und ich kannte ja keinen Führungsstil außer den. Ja. Und warst du dann so der Tyrann? Ich habe mich dann ertappt. Ich habe mich dann dabei ertappt, die Leute, mit denen ich arbeite, wo ich weiß, das ist 100%, von denen 150 zu verlangen. Ach so, ja. Und von denen mehr zu verlangen. Ich war natürlich ein bisschen fair, also ich bin ja kein Wichser. Ja. Deswegen war ich nicht unfair zu denen. Deswegen war ich nicht unfair zu denen. Ja. Aber ich habe mich ertappt, von denen 150% zu fordern, damit ich auch sicher gehen konnte, dass sie 100% liefern. Ja? Also, weil wenn ich von den 100% liefere, das war so die Denke, wenn ich von den 100% liefere, kriege ich maximal 80 oder 90, dann verlange ich von den 150 und kriege dann meine kompletten 100 so, auch wenn ich dann 50% weniger kriege, weißt du? Mhm. Und ja, das hat sich auch ein bisschen geändert jetzt, ne? Weil mit der Verarbeitung von der ganzen Sache und man macht ja weitere Erfahrungen. Oder ist das so Resignation? Ich verlange ständig 150 und es kommt einfach nur 99. Ja. Auf der anderen Seite, hast du Kunden, die abfucken oder abgefuckt haben? Auch? Also aktuelle Kunden gar nicht, die sind alle toll. Meine Bei dir auch, oder? Ja, die jetzigen Kunden sind noch super. Super, gell? Ja. Das ist echt krass, gell? Wie alle super sein können. Ja, nee, klar. Man trifft immer auf so Käuze. Ja? Man trifft
in seinem Leben immer auf so Leute, die, ich weiß nicht, die, glaube ich, selbst ein schweres Leben haben oder so und dann wollen sie dem Gegenüber dann das Leben noch schwerer machen oder sowas. Ja. Und damit sie sich dann irgendwie besser fühlen können. Und ich weiß es nicht. Also das müsste man irgendwie mal tiefenpsychologisch mal untersuchen. Aber das ist echt wirklich, man hat so... auch so ein Mensch, ja, ein Kunde, der kann nichts, ja, nichts. Nein, das ist einfach nur eine Person auf einer Position. Ja. Der kann nichts. Ja. Ja. Der kann noch nicht mal die Informationen, die er bekommt, verarbeiten. Ja. Ja. Das heißt, du musst ihm alles vorkauen. Ja, und dann auch noch sagen und quasi auch noch dann abrechnen und quasi präsentieren. Ja? Also du musst quasi, er sagt dir noch nicht mal, was er braucht, sondern das musst du dir selbst erfinden. Dann zeigst du ihm natürlich, wenn du jemandem etwas versuchst zu verkaufen, wo er gar nicht weiß, was er will, machst du halt keine Ahnung, wie viele Anläufe. So, dann hast du jetzt endlich das gefunden, was er haben möchte, dann möchte er es aber nicht bezahlen. Verstehst du so? Ja, ja. So, hä? Ja, wie stellst du dir das denn vor, ja? So, und dann kriegst du das halt irgendwie dann wieder hin. Dann kann er aber das, was er bekommen hat, nicht erklären. Also seinen Oberen. Das heißt, dann musst du diese Aufgabe auch noch übernehmen und dann quasi seinen Vorgesetzten das erklären, was er da eigentlich überzeugen. Ja, was er dann da bekommen hat. Und dann musst du das auch noch wiederum in eine Präsentation packen, damit er das für sich nutzen kann, um dann zu scheinen. So, ja? So, ey, ich bin voll der Macher und so. Und den Typen, das wäre tatsächlich sogar fast eskaliert. Ehrlich? Ja, weil der selbst mit Kunden? Ja, nee. Aber wie eskaliert? Also natürlich, weil er so ist, wie er ist er natürlich auch bekannt. Also in seiner Firma, wie auch in der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe. Okay. Ich kenne niemanden, der ihn mochte. Ja, okay. Weil er einfach, und keiner weiß, wie er so lange Zeit auf dieser Position überleben kann. Ja. Weil der hat eine relativ gute Position gehabt. Ich weiß nicht, ob er immer noch da arbeitet, wie auch immer. Und ist einfach so der krasseste Nichtsnutz, ja, wirklich. Und, aber nicht nur das, wenn dann aber irgendwie ein Oberer dann da war in der Anwesenheit, dann musste er auf einmal einen Macker machen. Ja, klar. Ja? Und dann musste er muss ja seine Position behalten. So, ja, genau, und dann versucht er, also so quasi, ich mache nichts anderes, als seine scheiß Projekte am Leben zu halten, weil er kontinuierlich am Versagen ist. Und dann ist dann irgendwer da, vor dem er sich aufspielt und dann will er mir einen reinschieben, so, ja. So aus dem Nichts, ja. Ey, und da weiß ich auch, mein damaliger Vorgesetzter, der hat wirklich geglaubt, ich mähe den um, so, ja. Ja, okay. Und der ist dann wirklich so dazwischen gegangen, so kennst du so wie bei UFC Dana White, wenn die sich so auf der Bühne treffen und so sich so einen Stare-Down machen und er dann so wartet. Ja, und so wirklich, das waren so VIPs aus Korea waren da gewesen, die dann so das begutachtet haben. Und der hat mich den ganzen Tag terrorisiert. Ja. Er hat gemeint, gib mal ein Reporting, sag mal, was hier los ist. Und ich bin aber mal Autofahren gewesen. Der hat mir aber die ganze Zeit per WhatsApp geschrieben. Wie soll ich ihm denn antworten, wenn ich am Autofahren bin? So, ja. Und dann bin ich halt irgendwann am Zielort angekommen und dann habe ich seine ganzen Mails gelesen. Also wirklich, Terror. Wirklich Terror. Ja. Was ist mit dem kaputt, ja? Und dann habe ich ihn angeguckt und dann lässt mich gar nicht reden, fängt sofort an, den Hörer zu schreien. Und ich meine, ey Junge, ich bin am Autofahren gewesen. Komm mal klar, ja? Also, und außerdem, es ist alles unter Kontrolle, du brauchst dich überhaupt nicht so aufzuregen, oder? Ja, aber ich versuche dich, ja, okay, so wie auch immer. Am Ende, warum war ich im Auto? Weil ich ein Utensil kaufen sollte, was er unbedingt haben wollte für eine Fläche. Ja, keine Ahnung. Ist auch wurscht. Es war ein Möbelhaus und er wollte halt etwas dafür haben. Dann habe ich ihm gesagt, okay, weil ich ihn auch kenne, weil der sich nie festnageln lassen wollte. Er wollte nie irgendwas schriftlich haben. Der wollte einfach immer nur mündlich, ja, mach. Und dann hast du ihm dann die Rechnung präsentiert. Was ist denn das? Nee, das bezahle ich nicht. Ja. Also, du hast doch gesagt, ich soll es kaufen. Nee, habe ich nicht. So, ja. Ne? Und wie gesagt, der ist bekannt dafür. Ja? Ja. Und dann habe ich zu ihm gesagt, okay, ich stehe jetzt hier vor dem Möbelhaus, der macht in einer halben Stunde zu. Soll ich das, und ich habe ihm halt per WhatsApp geschrieben, ne? Soll ich das jetzt kaufen? Und der antwortet nicht. Ey, noch 20 Minuten, das Ding macht zu. Soll ich das jetzt kaufen oder nicht? Dann ruft er mich an und sagt, kauf. Da ich meine, ja,
kaufe ich, wenn du mir kurz in die WhatsApp-Nachricht antwortest und sagst, du sollst kaufen. Jetzt mach doch, also er ist so, die hat die ganze Zeit um den Hals. Ich habe mir gedacht, ey, sag mal, das ist doch dein scheiß Projekt, du Idiot, ey, weißt du, wieso sabotierst du dein eigenes Projekt? Und dann habe ich gemeint, ey, weißt du was, mir ist jetzt zu dumm, ich fahr jetzt weg, ich kauf's nicht. Und dann habe ich gemeint, oh Mann, ey, warum stellst du dich denn so an? Und dann hat er mir geschrieben, weißt du, ey, so Wahnsinn, ja? So, pass auf. Nachdem dann die ganze Chose dann vorbei war, war dieses Ding, was ich für 500 € gekauft habe, war weg. War weg? Ja. Aber wer hat's mitgenommen? Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja, und also, ja, auf jeden Fall ganz komischer Vogel. Das ist auch so ein Phänomen. Es gibt immer Menschen, wo man sich fragt, wie kommen die auf diese Position? Nummer 1, ist schon mega ein Wunder. Und Nummer 2, wie halten die sich so lange auf dieser Position? Ja. Und was habe ich in meinem Leben falsch gemacht, dass ich das nicht schaffe auf diese Position? Das ist ja, wenn du so Kunde bist, ja. Das habe ich ja also in meiner Arbeit jetzt, ne? Weil wir vorhin auch von koreanischen Firmen auch geredet haben, wo wir gearbeitet haben. Ja. Ironischerweise habe ich halt viele koreanische Kunden, ja. Und ist jetzt nicht so schlimm wie mein Vorgesetzter oder sowas, ja. Aber in meiner Welt, da wo ich halt auch arbeite, so in der ganzen Kreativwelt, ist es halt sehr anstrengend, ja, wenn du so mit Kunden arbeitest. Ich glaube, was die können, sind einfach bei ihren Vorgesetzten richtig zu argumentieren, weißt du? Also die sind halt zwar dann vielleicht dumm zu uns oder so, ja, zu ihren Vendors oder zu ihren Lieferanten, aber sind dann halt einfach können dann halt. Die können gut nach oben lecken, meinst du? Ja, genau. Das wollte ich jetzt nicht so. Die können gut nach unten scheißen und gut nach oben lecken. Genau, so wollte ich es nicht sagen. Ja, aber ja, klar, also irgendwas muss es ja sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, also es gibt ja so eine Theorie, ich glaube, das war Steve Jobs, der das gesagt hat, der Menschen mit ihren Skills nach A, B, C, D eingeteilt hat oder so. Und er sagt halt, A-Level Skill People hire A-Level Skill People. Ja. B-Level Skill People hire C-Level Skill People. Ja, also je schlechter du bist, desto schlechter wirst du auch einstellen. Ja. Weil wenn du gut bist, also A-Level, hast du auch keine Angst, dass dir ein anderer A-Level an deinem Stuhl sägt. Ja. Weil du selbst davon überzeugt bist, dass du halt gut bist. So, ja. Während du aber, ne, also so die Logik, und da ist was dran so, ja. Ja, voll. Und deswegen sind halt solche Vollpfosten einfach auf irgendwelchen Positionen, wo man denkt, so, warum sind die auf diesen Positionen? Ja. Oder wie sind sie auf diesen Positionen, ja. Ja, ganz klar. Ja. Aber hast du auch gute Erfahrungen mit Kunden gemacht? Ja, klar. Ja. Und deswegen mache ich ja auch das, was ich mache. Marketing, ja. Weil man ja gewisses Feedback ja auch bekommt. Ja. Daher weiß ich ja auch, ich bin ja auch überzeugt davon, dass ich die Arbeit, die ich mache, auch gut mache, weil das allgemeine Feedback ja gut ist. Ja. Ja. Und nicht umsonst bin ich ja auch schon seit so langer Zeit in der Marketingbranche am Schaffen, weil ich glaube, ich den richtigen Platz gefunden haben? Ja. Für dich, für dich im Berufslauf? Ja, das ist gut. Genau. Ja, das können ja nicht viele von sich behaupten. Ja. Ne? Also, guck mal, bei uns, wir sind groß geworden in den 90ern und viele meiner Freunde hatten, bis sie zur Uni gegangen sind, gar keine Perspektive. Die wussten überhaupt nicht, was sie machen wollten. Die meisten. Das ist ja ich weiß aber auch nicht, ob das sich geändert hat mittlerweile. Das ist in der heutigen Generation mit den ganzen Informationen, das ist ganz, ganz anders. Ja? Ja. Die wissen schon ganz genau. Die wollen Beamte werden. Wenig tun, viel Geld verdienen. Influencer? Ja, das auch, ja. YouTuber, genau. Ja. Also bei mir, ich habe dir aber auch letztens erzählt, unter Druck die ganze Industrie bei uns steht. Ja? Also jeder arbeitet ja unter Druck, so die ganze Werbeagentur-Welt und so. Ne? Hab ich bei meinem letzten Projekt war es richtig gut. Das habe ich, glaube ich, jetzt erzählt. Da haben wir auch den Deutschen Medienpreis gewonnen. Ja. Und an der Stelle Kaufland, ne? Und Kaufland ist wirklich ein sehr, sehr geiler Kunde gewesen. Also für mich. Die haben mich da angeheuert, weil die so einen K-Pop-Song haben wollten. Ja. Wir haben was Authentisches geliefert. Die haben uns voll vertraut in der Mucke. Ja, mir voll vertraut, auch mit den Leuten, die ich dann angeheuert habe für die Tänzer, Choreograf, Musik, alles. Und hatten natürlich hier und da Feedback für die Texte und so.
aber haben wirklich viel Vertrauen gehabt. Und das hat man echt selten. Ne? Und, aber warte mal, die Texte waren auf Koreanisch, oder? Nee, die Texte waren auf Englisch. Die Texte waren zu 90% auf Englisch und also sagen wir alle 4 Zeilen war eine koreanische Zeile. Okay. Ja, und die haben mir da vollkommen vertraut und so viel Vertrauen in dieser Branche zu kriegen, ist halt auch sehr schwierig. Und das ist auch der Grund, warum wir da, glaube ich, den Deutschen Medienpreis gewonnen haben. Cool. Ja, das ist ja jetzt, um das mal so auch auf so Fernsehwerbung zum Beispiel oder auch auf Radiowerbung zu reflektieren. Dann fragt man sich auch mal, wie kann man so eine bescheuerte Werbung, also wer hat den Scheiß freigegeben, so, ne? Ja, pass auf. Wir haben euch etwas mitgebracht, dieses Mal von einem kleinen Unternehmen, das sich Bare Skincare nennt. Bare, nicht wie Grizzly, sondern B-A-R-E. Ne? Freunde von uns. Richtig. Tatsächlich, Freunde von uns. Und da könnt ihr hingehen, euch eine Gesichtsbehandlung geben lassen, eine Ganzkörperbehandlung, wie ihr wollt. Ist cool. Sagt denen einfach nur Inni und Chong, schöne Grüße und ihr kriegt 10%. Richtig. Ja. Shoutout. Wolltest du da nicht hin? Ich gehe Anfang Dezember hin. Anfang Dezember? Ja. Was lässt du machen? Das Offensichtlichste, mein Gesicht. Ja. Ein geiler Werbespruch, der finde ich mega. Ja. Finde ich mega. Kennst du Unkaloabo? Ey, Das ist diese Medizin, ne? Ja. Unkaloabo. Unaussprechlich, aber ausgesprochen gut. Ey, sag mal, ich finde das mega gut, ey. Der ist gut, Finde ich mega gut, ja. Der ist gut. Ja, anyways. Ja, anyways. Wie nennen wir die Folge heute? Dieses ratlose Gesicht. Ey, in Zukunft machen wir das so. Ja. Derjenige, der die Frage zuerst stellt, der hat einfach gewonnen. Der andere muss sich was ausdenken. Ich habe dir die Frage zuerst gestellt. Nee, ich habe doch gerade gefragt. Wie nennen wir die Folge, die Frage meinst du? Achso, ich dachte, wer als erstes eine Frage in den Podcast stellt. Okay. Die Titelfrage stellt. Okay, ja, okay. Dann sage ich, Moment. Haben wir eigentlich auch über positive Menschen gesprochen, ey? Nee, eigentlich. Außer jetzt nur die letzten Kunden oder so, den du jetzt genannt hast, gell? Ja. Wir haben eigentlich haben wir über koreanische Filme hergezogen. Volles Rohr, gell? Ja. Volles Rohr. Ja, die können wir uns schon mal als Sponsor abschminken. LG, wie wär's? Der koreanische Hustle. Korean Hustler. Korean Hustler. Das ist gut, Korean Hustler. Ey, da werden auf jeden Fall die Leute klicken, gell? Was ist damit gemeint? Mega, mega Enttäuschung, ne? Ja. Cool, Imbaum, dann war auch heute wieder cool. Ja, und Fazit, wenn ihr wirklich unglücklich seid in eurem Job, wartet nicht allzu lange und sucht euer Glück dann woanders. Weil ich glaube, einen weisen Spruch habe ich. Hau raus. Eine Firma wird sich nie für euch ändern. Nie. Wartet nicht zu lange. Welch Aufbauende wartet zum Schluss. Ja. Finde ich geil. Inni, vielen Dank für die Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal.